Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen auf dem Rheinburgenweg unterwegs. Mittlerweile auf Etappe 7 und 8 und zwar von Rhens nach Koblenz und von Koblenz nach Winningen. Ja, sind rund 28 Kilometer, die wir da zu laufen haben. Der ein oder andere extra Kilometer kommt noch hinzu. Ja, und hinter uns seht ihr gerade nicht den Rhein, sondern Die Mosel. ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir vom Rhein zum Mosel gekommen sind auf dem Rheinburgenweg, ja, dann bleibt dran. Und wir schauen es uns gemeinsam an. Bevor wir uns an die 7. Etappe des Rheinburgenwegs machten, beschlossen wir am Morgen noch ein wenig die Altstadt von Rhens zu erkunden. Auf dem 1,6 Kilometer langen Rundweg kamen wir an zahlreichen schönen Fachwerkhäusern, einer alten Weinpresse und reichlich Stadtmauer vorbei. Der scharfe Turm am Rheinufer jagte uns an diesem feuchtkühlen Morgen mit seiner grausamen Vergangenheit kalte Schauer über den Rücken. Das im Jahr 1396 errichtete Bauwerk diente in der Zeit der Hexenverfolgung im 16. und 17. Jahrhundert der Einkerkerung und Folterung von Hexen und Hexenmeistern. Ein paar Meter weiter passierten wir das Rheintor, über welchem sich der einzige noch erhaltene Torturm der Rhenser Stadtbefestigung befindet. Am Ende unseres Stadtrundgangs besuchten wir noch die beiden am Kirchtor außerhalb der Altstadt gelegenen Gotteshäuser. Die katholische Pfarrkirche St. Dionysius verfügt mit ihrem Kirchturm über das mutmaßlich älteste Bauwerk in Rhens. Die alte Kirche wurde aber zu klein und baufällig, weswegen Anfang des 20. Jahrhunderts ein weiteres Gotteshaus in direkter Nachbarschaft errichtet wurde. Die katholische Kirche St. Theresia Anfang des 20. Jahrhunderts. Seitdem wird die alte Pfarrkirche nur noch als Friedhofskapelle genutzt. Nach dem kleinen Stadtrundgang verließen wir Rhens durch das Viehtor und starteten sogleich auf die 7. Etappe. Klassisch natürlich erst einmal bergauf. Gleich hinter dem Ort machten wir einen kleinen Abstecher zu der Sehenswürdigkeit von Rhens, dem Königsstuhl. Dieser ist die vergrößerte Darstellung eines Throns, an dem im Mittelalter Verhandlungen der Kurfürsten zu Königswahlen durchgeführt wurden. Zu sehen ist heute allerdings nur ein an diese Stelle versetzter Nachbau aus dem Jahre 1842. Das Originalbauwerk aus dem 14. Jahrhundert stand am Rheinufer und ist gegen Ende des 18. Jahrhunderts zerstört worden. Nach eingehender Besichtigung und Genuss der etwas trüben Aussicht ging es dann wieder zurück zum Abzweig und weiter auf dem eigentlichen Rheinburgenweg. Es ist heute ein ganz komisches Wetter wieder. Eben hat es noch geregnet, wie wir los sind. Und jetzt berghoch ist zwar von oben trocken, aber mit Jacke viel zu warm. Naja, weiter ans fröhliche Schwitzen. Man kann es ihm einfach nicht recht machen, dem Tobi. Aber Weitwandern im Herbst kann durchaus einen gewissen Durchhalte- und Leidenswillen erfordern.
Wir üben uns beide fleißig darin. Neben schönen Aussichten ließ auch das nächste kleine Highlight nicht lange auf sich warten. Der aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammende jüdische Friedhof bei Rehns. Der älteste Grabstein datiert von 1864, der jüngste von 1932. Bei weiter recht tristem Wetter ging es nun ein Stück auf eintönig breiten Wegen auf der Höhe entlang. Immerhin war es mittlerweile zuverlässig trocken von oben. Vielleicht geht da ja noch was mit dem Wetter. Blauer Himmel! Jawohl! Na also, geht doch. Da läuft es sich doch direkt viel freudiger weiter. Zwar weiterhin vornehmlich auf breitem, recht unspektakulärem Weg, aber so ein bisschen Blau am Himmel wirkt doch wahre Wunder. Wie war das noch? Man soll sich über die kleinen Dinge freuen. Das lernen wir definitiv auf dieser Wanderung. Und als ob es nicht genug gewesen wäre mit dem Blau, ließ sich sogar die Sonne blicken. Bei diesen deutlich verbesserten Wanderverhältnissen konnte uns auch der breite Weg nicht mehr schrecken. Er war wie gemacht für unser beschwingtes Vorankommen. So legten wir sehr zügig einige Kilometer zurück, sodass uns noch genügend Zeit für einen weiteren kleinen Abstecher zum Schloss Stolzenfels blieb. Ja, netter kleiner Abschnitt zum Schloss Stolzenfels, jetzt fast wieder als Burg bezeichnet. Kostet bis der Eintritt, ist aber ganz nett anzuschauen. Innen drin war jetzt leider Fotografieren, Filmen nicht erlaubt, also gibt es davon keine Bilder, wie so oft bei sowas halt. Der Eintrittspreis war aber recht moderat, also kann man auf jeden Fall mal machen. Das einzig Ärgerliche ist halt, dass man hier erstmal 600 Meter den Berg runter und dann 600 Meter wieder den Berg hoch muss. Aber wie gesagt, es lohnt sich. So, wir haben jetzt noch, ich glaube, ungefähr 6 Kilometer bis Etappenende, also weiter geht's. Und weiter ging es, wie schon auf den letzten Kilometern, trocken, breit und hier und da ein paar Sonnenstrahlen. Einfach nur monotonen Waldforstweg. So geht das Kilometer über Kilometer. So war es bisher und so sollte es weiter sein. Immerhin kam jetzt wieder der ein oder andere schöne Reinblick am Wegesrand.
Die Etappe endete schließlich in der Nähe des Denkmals Rittersturz, mitten im Wald und weit außerhalb von Koblenz. Ja, hier mitten im Wald endet nun die 7. Etappe. Morgen geht es dann hier mitten im Wald wieder weiter. Und wie ihr seht, Koblenz nochmal geschmeidige 3,3 Kilometer extra zum Weg dazu in die Stadt rein, beziehungsweise zu unserem Hotel ist es etwa ähnlich weit. Ja, muss man halt vorher wissen, dass die Etappe hier so mitten in der Pampa quasi endet. Naja, jammern wir nicht allzu viel. Wir machen jetzt weiter zum Hotel. Da sind wir wieder auf dem Weg. Nachdem wir schon knapp 3,5 Kilometer und viele Höhenmeter durch die Stadt, aus dieser hinaus und den Berg hinauf hinter uns gebracht hatten, begann die 8. Etappe genauso wie die 7. Etappe am Vortag geendet hatte. Vorwiegend breit und recht monoton, aber im Gegensatz zu gestern führte uns der Weg nun immer weiter weg vom Rhein. Da war es nicht verwunderlich, dass wir anfingen, kreativ zu werden, um uns den Weg interessanter zu gestalten. Das geht, wenn ich mich ein bisschen freibreche. Wahrscheinlich. Rucksack ist zu hoch. Also so bleibt man beweglich, würde ich sagen, oder? So hier und da ein bisschen so eine, naja, athletisch kann man es nicht sagen, aber eine sportliche Einlage. Mal schauen, wie es der Tobi macht. Das war ja klar. Warum athletisch oder sportlich aktiv werden, wenn es einfacher geht? Wo bleibt denn da bitte der Unterhaltungswert? Tobis Traumschild. Da steht Kaffee. Das heißt Kaffee und Kuchen, also nix wie hin. So, für Kuchen wird er ohne zu zögern gleich ganz sportlich. Da ist plötzlich kein Weg zu weit oder zu anstrengend. Kuchen essen kann auch anstrengend sein, wenn Anne keinen isst und ich ihr dafür beim Training zuschauen muss. Frisch gestärkt ging es nun wieder zurück zum Weg und weiter in Richtung Etappenziel. Der Weg? Nun, ihr könnt es euch sicher denken, quasi unverändert. Da war sie endlich. Die Mosel. Bis zu ihr sollte es aber noch ein Stück zu laufen sein.
schmaler Pfad für nicht ganz so schmalen Tobi. Ja. Tja, das kommt dann wohl vom wenigen Sport und dem vielen Kuchen. Und dann war sie erreicht, die Mosel. Nun ging es über die Brücke und auf der gegenüberliegenden Flussseite in Richtung Etappenziel Winningen. Nun ließen wir die Ausläufer von Koblenz langsam hinter uns und bewegten uns auf die an der Mosel liegenden Weinberge zu. Zum Thema Mosel: Hier folgten wir übrigens auch ein kurzes Stück dem bekannten Moselsteig. Trotz immer noch breitem Weg lässt sich festhalten: Durch Weinberge lässt es sich einfach immer schön wandern. Vor allem, wenn wie hier von dort aus noch eine schöne Sicht auf einen Fluss dabei ist. Im Gegensatz zum Rhein macht die Mosel gleich einen gemütlicheren Eindruck. Weniger Verkehr auf dem und am Fluss lassen gleich akustisch und optisch Ruhe einkehren. Zudem schlängelt sich der Weg durch die offene Landschaft alter Weinberge. Steil ging es nun nach unten. Sobald man den Weinberg nicht mehr genießerisch quert, sondern auf direktem Wege hinabsteigt, entwickelt man Respekt vor der alljährlichen Leistung der Helfer bei der Weinlese. Und dann waren wir endlich am Ziel: Winningen. Die 7. Etappe führt von Rhens aus, lose dem Verlauf des Rheins folgend, auf recht eintöniger Strecke bis nach Koblenz. Auf der 8. Etappe wandert man zunächst weg vom Rhein und in einem Bogen hin zur Mosel und überquert diese. Weiter geht es durch Weinberge bis nach Winningen. Ja, da haben wir es geschafft. Die Etappen 7 und 8 des Rheinburgenwegs sind gewandert. Und damit sind wir jetzt von Rhens über Koblenz nach Winningen gewandert und haben währenddessen vom Rhein zur Mosel gewechselt. Ja, so schaut's aus. Und ja, was gibt es zu den Etappen zu sagen? Die 7. Etappe war zum Großteil breiter Forstweg, Wanderautobahn, wenige Rheinsichten. Highlight war so das Schloss Stolzenfels, aber lag auch nicht direkt am Weg, musste man einen kleinen Abstecher machen. Ja, und zum Thema Abstecher, das war so die große Schwäche der Tour. Am Ende nämlich, ihr endet mitten im Wald und dann müsst ihr erstmal 3,5 Kilometer nach Koblenz bzw. zur Unterkunft runter und am nächsten Tag dann wieder hoch. Wobei wir am nächsten Tag festgestellt haben, es lässt sich durchaus besser organisieren, wenn man Genau. ein kleines Stückchen noch weiterläuft in die 8. Etappe hinein. Da kann man nämlich beim zweiten Forsthaus, an dem man vorbeikommt, das ist auch ein Hotel, da kann man tatsächlich gut übernachten. Auch hier, man kommt nicht ganz direkt vorbei, ist ein kleiner Abschnitt von gerade mal 500 Metern. Die Etappe bis dahin 3,5 Kilometer, das heißt, ihr müsst quasi nochmal 4 Kilometer dranhängen und dann würde das soweit eigentlich passen.
So, und damit wären wir dann auch schon bei der 8. Etappe, in die wir jetzt sozusagen schon ein kleines Stück hineingelaufen sind mit dem Forsthaus. Ja, wobei natürlich auch der Weg zum Forsthaus hin, sprich die 8. Etappe fängt so an, wie die 7. aufhört, also breiter Weg, geht dann noch ein ganzes Stück so weiter und die Etappe wird erst hinten raus deutlich besser, wenn man mal über die Mosel drüber ist und dann auch weg von Straße und von der Bahnlinie in den Weinbergen. Also man kann generell sagen, so am Anfang ist sie sehr, sehr waldlastig. Man kommt wirklich viel durch Wald, jetzt im Oktober auch ganz nett, weil es ist ein bisschen bunt, mal hier gelb, mal hier rot, mal hier grün. Ja, und dann kommt man aber, wie der Tobi schon gemeint hat, an den interessanten Teil. Ja, Weinberge, ihr habt ganz klassisch, wie man es halt kennt, die breiten Wege durch. Der Abstieg war sehr abenteuerlich, habt ihr gesehen, ging relativ steil mal runter und ansonsten farblich auch gelb, grün. Schöne Blicke auf die Mosel habt ihr von da aus. Also das macht dann richtig Laune nochmal gegen Ende. Gut, ansonsten mein kleines Steckenpferd. Die Markierungen waren gewohnt ordentlich auf dem Weg. Auch hier Ich glaube, es war kein ne, Hänger, haben wir nein. keine Aussetzer gefunden. Also von daher, das hat wieder gepasst. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal wieder. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen, uns auf den beiden Etappen zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.